Ja, war ein sehr, sehr komisches Spiel, aber ich glaube, wir fangen gut an. In der ersten Halbzeit haben direkt das, was wir vorgehabt haben, und gut umgesetzt. Der letzte Pass hat so ein bisschen gefehlt im letzten Drittel. Trotzdem muss es eigentlich ein 0-0 in der Halbzeit sein. Dann kommt so ein Sonntagsschuss zustande, der dann reingeht. Das sind halt Tore, die kriegst du nicht oft. Haben wir heute bekommen. Ja, am Ende in der zweiten Halbzeit hat so ein bisschen, weiß nicht, die Intensität gefehlt, die wir eigentlich über 90 Minuten immer fahren können. Das hat heute nicht geklappt. Warum das so ist, werden wir mit Sicherheit besprechen. Aber ja, am Ende hat sich ehrlich gesagt nicht so richtig angefühlt, dass man das Spiel verliert. Und ja, man hat noch die eine oder andere Möglichkeit in der zweiten Halbzeit, das zu drehen. Mit dem medizinischen Notfall weil der Support war ja nicht mehr da. Ja, das haben wir natürlich mitbekommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich sowas natürlich auch dann gerade für die Heimmannschaft negativ auswirkt. Ja, natürlich ist es nicht schön, aber ja, in dem Fall ist es vielleicht dann angemessen, dass man da ein bisschen weniger Stimmung hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist, ob das noch im Stadion war oder nicht. Aber ja, klar, für die Heimmannschaft ist das erstmal nicht kein positiver Punkt, das stimmt. Hat das denn auch einen gewissen Einfluss? Du hast gerade von fehlender Intensität gesprochen. Du bist ja eigentlich auch schon jemand, der das auch vor allem auf dem Platz dann einfordert von den Kollegen. Aber bisher hat das schon Einfluss genau aufs Spiel. Das war mein Eindruck. Na, ich glaube nicht, dass das daran lag. Es ist immer noch eine Kopfsache. Ich glaube, das musst du auch den Schalter umlegen. Es war heute auch sehr warm, das muss man natürlich sagen. Nichtsdestotrotz musst du den Schalter umlegen. Das sind dann Momente, da musst du über den Punkt hinauskommen und wenn du das dann hast, dann fällt es doch einfacher. Und ja, wie gesagt, wir haben gepresst, dann hatten wir kaum Ballgewinne in der zweiten Halbzeit und das tut natürlich dann weh, wenn du dann viele intensive Läufe hast. Ja, und warum das so war, müssen wir dann jetzt nächste Woche besprechen. Den relativ großen Abstand nach oben gehabt, aber auch eben relativ großen Abstand nach unten gehabt. Ist es irgendwie so, dass es vielleicht auch unbewusst vielleicht mal eine Rolle spielt, dass es irgendwie schwerer fällt, so die letzten Prozent aus dem rauszuholen? Klar, das ist natürlich menschlich. Nichtsdestotrotz, wir haben das finale Ticket noch nicht gebucht. Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. Die kannst du nur erreichen, wenn du gewinnst. Und deswegen ist natürlich das sehr, sehr schade. Aber klar, da sind dann vielleicht 1-2%, die deinen Kopf mitspielen. Das ist menschlich, aber nichtsdestotrotz, so wie wir uns zweite Halbzeit präsentiert haben, war es nicht gut. Die Intensität ist das A und O erstmal, wenn du vorne drauf gehen möchtest. Und wenn das nicht stimmt, dann wird es auch schwer, dann Spiele zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, die Momente hatten wir trotzdem. Wie gesagt, der letzte Pass war ein bisschen der hat nicht gepasst. Das müssen wir jetzt abhaken, analysieren, nächste Woche weitermachen und dann hoffen wir im Spiel, glaube ich, dann werden wir das mit Sicherheit dort besser machen.